mit SDXL Lightning ist ein neues und sehr schnelles Verfahren für SDXL-Models herausgekommen und das möchte ich euch heute mal vorstellen, weil ich in den letzten Tagen sehr viel Spaß damit hatte und persönlich muss ich sagen, gefielen mir die Ergebnisse auch besser als diese, die ich mit SDXL Turbo erzeugt habe und deswegen herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ja, wie gesagt, SDXL Lightning ist eine neue Technik, herausgegeben von ByteDance. Ich gehe nochmal auf die Startseite zurück. Den Link packe ich euch natürlich in die Beschreibung und hier haben wir eigentlich schon alles, was wir wissen müssen. Das ist gar nicht kompliziert anzuwenden oder zu benutzen. Es ist eigentlich total simpel, aber wie gesagt, ich hatte echt Spaß damit die letzten Tage und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Wir bauen auch gleich noch einen Workflow, da zeige ich euch mal, welche Varianten man anwenden kann. So, zuerst einmal hier zur Hugging Face Seite. Ihr könnt euch hier das wissenschaftliche Paper dazu angucken, wenn ihr daran interessiert seid. Ansonsten ist es ganz interessant zu sehen, dass das Ganze auf Stable Diffusion XL 1.0 basiert. Also auch, ne, das ist die Stable, oder SDXL Version von Stability AI, worauf auch Turbo basiert, aber hier wird eine neue Variante herausgebracht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Checkpoints für One-Step, Two-Step, Four-Step und Eight-Step-Verfahren. Und hier wird nochmal erwähnt, dass die 2, die 4 und die 8-Step-Modelle sehr gut funktionieren und das One-Step-Modell eigentlich mehr experimentell angesehen werden soll. Deswegen, wir konzentrieren uns auch jetzt heute nur auf das 8-Step-Model hier. Die anderen könnt ihr euch runterladen, damit auch gerne rumspielen. Aber 8 Steps finde ich schon ziemlich cool für SDXL und ja, weiterhin werden uns hier die Checkpoints angeboten, da gehe ich gleich auch noch rein, sowie aber auch LoRa's und mit LoRa's ist es natürlich super interessant, weil durch die LoRa's kriegen wir die Möglichkeit, jedes beliebige SDXL-Model mit so einer LoRa zu versehen und dann auch von dieser 8-Step, 4-Step, 2-Step-Variante profitieren zu können. Das ist ziemlich cool, funktioniert auch ganz gut, habe ich ausprobiert. Gehen wir gleich nochmal durch. So, ansonsten, hier kommt noch eine ganze Menge an Python-Zeugs. Und wenn ihr noch weiter auf der Seite runter scrollt, kriegt ihr auch nochmal eine kleine Anleitung, wo das alles hin soll, sowie einen Comfy-UI Workflow, damit ihr da auch loslegen könnt. Den Workflow, den wir gleich bauen, packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung unten rein. Könnt ihr dann auch sehr gerne verwenden. So, wir gucken mal in die Files and Versions rein und was wir hier runterladen müssen oder können ist, das hier, das sind die Checkpoints. Also sozusagen SDXL-Based Checkpoints mit der Lightning-Technik versehen. Die habe ich mir nicht runtergeladen, weil mich interessieren Base-Models eigentlich zur Bildgenerierung eher weniger. Ich mag lieber Trained Models. Deswegen habe ich die nicht runtergeladen. Was ich allerdings runtergeladen habe, ist hier diese LoRa's. Es gibt die 2-Step LoRa, es gibt hier die 4-Step LoRa, es gibt die 8-Step LoRa, da ist sie. Die habe ich mir runtergeladen und die packt ihr euch einfach wie bekannt in den LoRa-Folder von euren von euren Models im Comfy-UI. Ich habe es ausgelagert bei mir, deswegen sieht das anders aus. Also das wäre hier Models und LoRa's. Hier käme das rein. Hier habe ich mir einen Ordner für Lightning gemacht und hier sind die alle drin. Und die Checkpoints, also hier diese One-Step ist experimentell, haben sie erwähnt. Wenn ihr damit rumspielen wollt, gerne, probiert es aus. Habe ich nicht gemacht. Aber ansonsten haben wir hier die 2-Step, 4-Step, 8-Step. Hier die 8-Step Unit Safe Tensors, die kommen in euren Checkpoints Folder rein. So, hier habe ich noch was anderes, da komme ich auch noch gleich zu, nur damit ihr Bescheid wisst, wo ihr das hinpacken müsst. Und ja, einleitend sei dann noch gesagt, es geht inzwischen auch auf Civit AI los. Ich habe hier schon mal vorgefiltert. Filtern könnt ihr hier oben mit diesem Filter-Button. Hier könnt ihr zum Beispiel dann angeben, dass ihr nur SDXL Lightning Checkpoints sehen wollt. Dann kommt ihr auf die Seite. Es ist noch nicht so viel, aber es tut sich schon ein bisschen was.
Und ich habe mir das Juggernaut XL dafür runtergeladen. Hier gibt es eine V9 Plus RD Photo 2 Lightning 4S Variante. Die habe ich mir runtergeladen. Das war das, was ihr dann hier gesehen habt in meinem Checkpoints Folder. Hier unter Lightning Juggernaut XL. Das zeige ich euch gleich auch noch. Ist eine ganz coole Variante. Hier unten gucken wir dann gleich auch nochmal in die Settings rein. Hier sehen wir schon, ne? Es wird meistens beschrieben, wie man das anzuwenden hat. Dennoch, nach und nach trudeln da schon bereits vortrainierte Checkpoints ein. Aber wir haben ja noch die LoRa's, mit denen wir das Ganze dann auch auf jedes SDXL-Model anwenden können. So, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier oben nur noch eine Note. Da habe ich mir ein paar Prompts, die ganz gut funktioniert haben, weggespeichert. Und wir fangen mal an mit einem Basic Setup. Dann ist meine Note weg. Ich fange mal von vorne an. Wir sagen mal Load Checkpoint. So, als allererstes möchte ich ganz gerne einen normalen SDXL Checkpoint laden und ich nehme mal Fenris XL. So, dann brauchen wir natürlich einmal ein Positive und einmal ein Negative. Negative können wir schon mal Text Watermark eingeben. Und als Positive nehmen wir mal das erste Positive, was ich hier oben habe. Damit sind wir dann auch schon ganz gut aufgestellt. Wir brauchen einen K-Sampler. Den stellen wir auf EULA und auf SGM Uniform. Das ist hier auch irgendwo empfohlen, dass man das damit machen soll. Mal gucken, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Hier, please use EULA Sampler with SGM Uniform. Da halten wir uns natürlich dran. Wir vernudeln das Ganze mal hier eben miteinander. So, als Latent Image nehme ich aus den Comfy Rolls einmal Aspect Ratio SDXL. Verbinde das mit dem Latent da oben. Und wir sagen hier schon mal ein 3:4 Portrait. Und jetzt brauchen wir noch ein VAE-Decode. So, und ein Save Image. Jawohl, und das Ganze nenne ich mal Lightning. So, gucken, dass ich mich nicht verschreibe. Und dann können wir damit eigentlich auch schon mal loslegen. So, ich starte es einmal schon mal, damit der Checkpoint geladen wird. Wir sind hier noch im SDXL-Modus unterwegs. Ne? Ich muss hier nämlich noch eine Sache dann dazwischen einbauen und das ist natürlich die LoRa. Und hier sage ich LoRa Loader Model Only. Und hier kann ich mir dann, wenn ich bei mir nach Lightning filtere, das ist übrigens hier dann vorne, ne? Das sind die Ordner, wo ihr eben im Verzeichnis gesehen habt, die ich angelegt habe. Das hilft einem schon ganz gut dann zu filtern. Ne, SDXL, wenn ich jetzt Lightning will, sage ich Light und bekomme das dann schon. So, hier nehmen wir mal die 8-Step-LoRa. Wir müssen dann für den nächsten Durchlauf einmal die mit unserem Model verheiraten und dann können wir auch schon mal die Sampler-Settings machen. Was ist zu beachten hier? Also erstmal, wir haben eine 8-Step-LoRa, deswegen gehen wir auch auf 8 Steps runter. Die CFG muss auch ziemlich niedrig sein. Ich habe beim Testen bemerkt, dass es am besten ist, wenn man mit 1.1 anfängt und so bis 1.5 funktioniert das Ganze auch noch ganz gut. Und das war es eigentlich auch schon. Die Noise lassen wir auf 1 und ich warte jetzt mal eben, bis der erste Durchlauf durch ist. Das ist noch mit dem reinen SDXL-Model und 20 Steps. Aber ihr seht, das lädt ziemlich lange bei mir. Deswegen warten wir da mal kurz und dann machen wir weiter. So, da geht's los. Ich habe einfach mal auch ein bisschen die Stille gecuttet, damit ihr ein Gefühl habt, wie lange das jetzt gedauert hat, dieses Bild hier zu erzeugen. Das ist Fenris per normalem SDXL
Und jetzt, ich nehme mal einen Fixed Seed. Na, der wird sich ändern, ist aber auch egal. Jetzt lassen wir nochmal die LoRa laden und gucken dazu dann mal im Vergleich, wie schnell das mit 8 Steps jetzt funktioniert. Ich meine, vorher hatten wir 20 Steps. Wir sind jetzt auf jeden Fall unter die Hälfte der benötigten Steps gewandert. Wir werden ein anderes Bild kriegen. Ich öffne das nur mal der Qualitätsvergleichsmöglichkeit Dingens halber. Jetzt geht's los. Und da haben wir unser Ergebnis. Und das ist das, was wir jetzt mit der Lightning LoRa geschafft haben. Ist natürlich ein anderes Bild, aber ich würde sagen, qualitativ, es ist natürlich ein bisschen anders, klar. Wenn man die Möglichkeit hat, SDXL mit Full Steps zu verwenden, sollte man das auch nach wie vor machen. Allerdings finde ich trotzdem die Ergebnisse, die Lightning erzeugt, ziemlich gut. Und jetzt gehen wir hier mal auf Increment und gucken uns mal ein paar Ergebnisse an. So, oh, ihm fehlt ein Bein. Then I got an arrow to my knee. Ich finde es trotzdem sehr schön, was dabei rauskommt. Und es ist halt sehr schnell. Ne? Ihr müsst bedenken, wir sind in der SDXL-Auflösung unterwegs hier. Und die Ergebnisse sind schon ziemlich nice. Wenn wir jetzt mal hier auf Fixed gehen und mal ein Bild durchjagen, ich ziehe das mal eben runter, dann können wir uns mal angucken, was passiert, wenn wir an der CFG rumschrauben. Also wir sind jetzt bei 1.1. Wenn wir 1.2 nehmen, wird es erfahrungsgemäß ein bisschen kontrastreicher. Es wird noch ein bisschen, ich möchte gar nicht mal sagen detaillierter, es ändert sich halt schon. Also es lohnt sich schon dann mal ein bisschen, je nach Model und sowas, an der CFG hier rumzuschrauben. Da kriegt man schon andere Ergebnisse bei raus. Wobei die untereinander nicht unbedingt schlechter oder besser sind. Wir gucken nochmal, für das Motiv können wir vielleicht mal mit 1.3 reingehen. Es ist doch schon ein bisschen detaillierter noch geworden. Ich habe auch bemerkt, dass Farben und Kontraste besser rauskommen, wenn man das ein bisschen hochdreht. Aber ne, nur mal als Anhaltspunkt, da könnt ihr dann gerne auch noch so zwischen 1.1 und 1.5 immer ein bisschen mit variieren. Als Upscaling danach habe ich das auch ziemlich gerne verwendet. Und zwar, ich lade mal eben ein Upscaling-Template. Und zwar dieses hier. Das ist mein Standard-Upscaling-Template eigentlich. Und sage jetzt mal, ich möchte das in eine Group-Node konvertieren mit dem Namen US für Upscaling. Da motzt er kurz rum, weil da noch im Speicher irgendwo der Name existiert hat. So, wir verbinden die VAE. Wir sagen, wir möchten hier die Samples reinnehmen. Wir nehmen noch einen zweiten Sampler. Mach Steuerung C, Steuerung Shift V, seht ihr hier unten, damit die Verbindungen bleiben. Wir müssen allerdings das Latent einmal hier rüberhängen. Und dann können wir hier oben, wir hängen die Save Image gleich um. Ich nehme hier oben eine Preview Image. Und ich überlege gerade, ja, wir lassen das so. Ich möchte das Ganze mal auf eine Höhe von 1080 hochskalieren und die Proportionen dabei beibehalten. Wenn wir das hier auf 0 stellen und hier unten nur 1080 angeben, dann werden die Proportionen beibehalten. Ich nehme mir noch einen VAED-Code, hänge den hier rein und das wird unser Save Image. Ich habe übrigens mit den Beispielbildern vom Anfang des Videos, die waren auf eine Höhe von 2880 hochskaliert. Damit hatte ich sehr viel Spaß. Ich kann das aber allerdings nicht in der Aufnahme machen. Hier dann motzt OBS mit mir und ich habe mir letztens schon eine Aufnahme versaut, die ich nochmal machen muss dann. Ja, geht leider nicht. Ich überlege mir auf ein 2-PC Setup umzusteigen zum Aufnehmen hier, damit wir sowas auch mal dann live sehen können, aber das weiß ich noch nicht. So, jetzt sind wir hier unten beim Upscaling Sampler und hier habe ich das gerne so gemacht, dass ich sage, ich möchte nur noch mal 4 Steps haben und eine CFG von 1. Das macht es auch noch schneller, weil soweit ich weiß, ist mit 1.1 wird das Negative noch mit berücksichtigt, bei 1.0 nur noch das Positive. Das ist so
Halbwissen, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Aber dadurch, also wenn dem wirklich so ist und das negativ nicht mit reingenommen wird, kriegen wir hier nochmal ein bisschen einen Geschwindigkeitsboost. Und um das Ganze zu bewerkstelligen, sage ich einmal hier, ich möchte noch einen zweiten LoRa-Loader haben. Den mache ich auch mal ein bisschen größer, damit man das besser sieht hier. Und hier nehme ich die 4-Step-LoRa von Lightning. Und das Ganze hänge ich hier unten rein. So, wir müssen natürlich nochmal von hier oben unser Original-Base-Model nehmen. So. Ja, kriege ich das irgendwie schön hin? Nee, schön geht anders, aber naja, so, haben wir es so ein bisschen. Ne, jetzt haben wir hier unsere 4-Step Lightning LoRa dazwischen gehängt. Die geht hier hinten in den Upscaling-Sampler und das Ganze können wir jetzt nochmal versuchen. Ich muss allerdings einen anderen Seed nehmen als den ich im Basismodell habe. Und jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. Nein, halt. Denoise. Bei der Denoise müssen wir ziemlich stark runtergehen auf 0,15. Das hat bei mir ziemlich gut funktioniert. Je höher ich das gesetzt habe, umso mehr Artefakte hatte ich im Bild. Das war ein bisschen unschön. Deswegen probiert damit gerne rum, aber 0,15 ist eigentlich im Upscaling dann ein ziemlich guter Wert. Jetzt laden wir noch unsere LoRa, da ist er auch schon drin. Unsere Grouped Upscaling Nodes rattern los. Wann kommt es im Sampler an? Jetzt wird fleißig geschaufelt vom RAM in den VRAM. Na, mach schon Sampler. So, jetzt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und wir haben jetzt eine Höhe von 1080. Ist das überhaupt sinnig, was ich hier mache? Oh, wir haben es um 30 Pixel erhöht. Das bringt natürlich nichts. Ich probiere es mal mit 1440. Ich hoffe, mir schmiert die Aufnahme nicht ab. Ich muss mal kurz OBS begutachten. Nee, das geht auch noch ganz gut. 2880, ja, wäre schwierig. So, und das ist unsere hochskalierte Version. Und ja, ich find's absolut cool. Also man kriegt schon richtig coole Sachen dabei raus. Vor allem, wenn man wirklich mal auf 2880 oder so hochpumpt. Allerdings, um 2880 zu bewerkstelligen, müssten wir hier einen VAE Decode Tiled nehmen, können eine Größe von 1024 hier angeben, hängen das einmal um und machen das so. Ist besser. Ne? ComfyUI macht automatisch einen Fallback, wenn ein VAE Decode nicht funktioniert oder ein VAE Encode in dem Fall auch. Und macht einen Fallback auf diese Tiled Node, aber wir können sie auch direkt hier einmal so einbauen. Da tut sich nicht viel, außer dass wir uns einen Out-of-Memory-Error sparen. Ja, das ist die Variante. Ich nehme jetzt nochmal einen neuen Prompt. Den kopiere ich uns einmal hier rüber. A cute little cat wildly playing with wool in a kid's room. Pixar-Style 3D-Render Disney Cartoon. Das lassen wir jetzt auch nochmal laufen. So, es geht durch unser Upscaling. Das ist eigentlich, würde ich sagen, der Bottleneck jetzt in einem Workflow mit SDXL Lightning, weil ja, es dauert halt am längsten im Vergleich zu den reinen Generations. Und wir gucken uns das mal an. Und auch hier, finde ich, kriegt man ziemlich coole, detailreiche Ergebnisse. Ab und zu hat man ein bisschen Bleeding. Ich gucke mal, manchmal verändert sich so eine Form im Hintergrund. Nee, das ging ganz gut. Aber auch die Ergebnisse finde ich absolut schön. Da kann man schon sehr viel Spaß mit haben. So, das war die eine Variante und zwar aus einem normalen SDXL-Model. Ihr seht, wir haben hier Fenris XL benutzt und eine 8-Step-LoRa für das Base-Bild und eine 4-Step-LoRa für das Upscaling im Nachgang. Wir können natürlich auch direkt ein trainiertes Lightning-Modell nehmen. Und da habe ich ja gesagt anfangs, ich habe das Juggernaut dafür einmal runtergeladen. Können
Können wir auch ein bisschen mehr Platz machen. So. Was wir dann natürlich an der Stelle nicht mehr brauchen, sind die beiden LoRa's. Die stelle ich jetzt mal auf Bypass mit Steuerung B. Das heißt, das Model wird einfach hier an unsere beiden Sampler durchgeschliffen. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie wir das am besten einstellen. Juggernaut XL. Das befindet sich hier. Wir gucken einmal kurz in die Beschreibung rein. Und wir haben 4 bis 6 Steps und eine CFG von 1 bis 2. Also hier können wir auch umspielen. 2 finde ich immer ein bisschen hoch. Könnt ihr ausprobieren, je nach Model. Kommt bestimmt auch aufs Training ein bisschen an. Ich würde so zwischen 1 und 1,5, wie gesagt, mich bewegen. So, Sampler soll DPM++ SDE sein. Den können wir schon mal einstellen. DPM, war das der hier? DPM PP2M SDE. DPM++, ja nicht 2M. Wo ist er denn? Da, DPM PP SDE. Machen wir mal für beide. Da war ich gerade ein bisschen blind. Oh, ein langer Tag heute gewesen. So. Notfalls gehen wir auch wieder zurück einfach auf EULA. Und wenn hier sowas steht, 4 bis 6 Steps, ich persönlich denke mir dann immer, komm, es tut nicht weh, wenn wir das Maximum nehmen, was angegeben ist. CFG lassen wir mal so und ich würde sagen, wir können es einfach mal versuchen. Ich lasse das Model mal laden. Und da geht's los. Jetzt sind wir mit 6 Steps unterwegs und kriegen auch hier ziemlich cute Bilder, wie ich finde. Und das sind halt dann wirklich schon bereits trainierte Models und die eignen sich halt dann doch nochmal einen Ticken besser für so eine Bildgenerierung. So, wir gucken mal rein. Absolut putzig, oder nicht? So, ich mache nochmal einen Seed weiter. Wir gucken uns das nächste Bild mal an. Auch das ist richtig cute. Ne, das meine ich damit hier. Das ist jetzt so ein bisschen der Bottleneck. Gefühlt dauert jetzt der Upscaling-Prozess am längsten, also länger als der Sampling-Prozess. Ja, ist ein bisschen grainy, aber passt schon. Wir gucken nochmal eben, wie EULA sich verhält, weil wir sind jetzt den Einstellungen des Models gefolgt, während allerdings die Hersteller von Lightning sagen, man sollte EULA verwenden. So, wir gucken mal rein. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich sagen. Ich persönlich finde EULA echt einen Ticken besser. Aber könnt damit rumspielen. Meine Tests waren auch nur auf EULA ausgelegt. Das ja, hat eigentlich immer ganz coole Sachen erzeugt. So, wir nehmen nochmal das letzte Prompting hier. So, Videogame RPG Tabletop Figurine of Super Mario. Auch das jagen wir einmal durch. Weiterhin mit dem bereits trainierten Model. Ah, da ist die Hand kaputt. Ich mache nochmal einen neuen. Achso, dafür muss ich natürlich auch einen neuen Seed angeben. Nein, Mario ist auch nicht rot. Ich gehe jetzt hier mal auf Increment. Du sollst da unten nicht... Ach, dann mach halt das Upscaling nochmal eben. So. Komplett falsche Klamotten an hier. So, was ist das denn? Passt das oder fliegt der? Der fliegt. Der... Was? Mario. Scheint zumindest Spaß dabei zu haben. Das... Lassen wir das mal. Auch wenn da, glaube ich, ein bisschen Luigi reinbleedet. Ah, das sind doch lieblose Prompts, die ich hier gerade habe, ne? Aber auch hier finde ich die Qualität ziemlich gut. Es ist scharf. Man hat schöne Texturen eigentlich. Also, ne, das meine ich damit.
man kann schon durchaus Spaß haben mit dieser ganzen Lightning-Technologie. Was macht er hier? Ach, er hat da hinten so einen transparenten Aufsteller. Ja, das geht. Also okay, das lasse ich durchgehen. So, das will ich also nochmal eben gucken. Ja, eigentlich ganz schön geworden auch wieder. So, Hintergrund kann man per Prompt anpassen, ist alles gar kein Problem. Ja, und das sind die verschiedenen Varianten für Lightning. Wie gesagt, entweder ihr ladet euch auf Civit AI bereits trainierte Community Models runter oder ihr ladet euch hier die Base Models runter. Wobei Base Models sind eigentlich immer nur die grundlegende Technologie, ne? Das wissen wir inzwischen. Oder ihr ladet euch die LoRa's runter, die ihr dann bequem hier mit einem LoRa Loader Model Only einbinden könnt und bei Bedarf dann auf eure Rechensteps anwenden könnt. Ja, IP-Adapter funktioniert hier übrigens auch. Den könnt ihr wie gehabt verwenden und zwischen die Models hängen. Allerdings ist mir da aufgefallen, wenn ihr den IP-Adapter benutzt, der braucht generell auch bei einer normalen Generierung immer ein bisschen mehr Steps, als wie wenn das Model nativ benutzt wird. Ne? Also wenn man 20 hat und den IP-Adapter dazwischen bindet, geht man lieber auf 30 Steps. Und hier ist das auch so, meiner Erfahrung nach, wenn wir jetzt hier im Beispiel 6 Steps haben, ihr baut den IP-Adapter dazwischen, geht hier irgendwie so auf 8 Steps hoch oder so. 2 Steps solltet ihr dem Model dann trotzdem nochmal mehr gönnen, damit der IP-Adapter auch Wirkung tragen kann. Ja, ich habe ja gesagt, ist nicht schwer anzuwenden. Ein paar kleine Sachen so zum Einstellen müsste man wissen. Dann kann man damit aber sehr, sehr viel Spaß haben und ich hoffe, den habt ihr auch. Viel Spaß beim Rumprobieren und Experimentieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.